Hallo liebe Sperrgurtfreunde, es ging jetzt alles doch sehr viel schneller als gedacht. Am Montag vorstellig geworden in der RKA-Klinik in Markgröningen, am Dienstag um 8 Uhr schon auf der Pritsche gelegen, im OP-Saal und gestern den ersten Nachuntersuchungstermin. Das erstmal vorneweg, jetzt mal die Long Story. Nachdem der Arzt es am Montag, nachdem der Kniespezialist es am Montag alles nochmal angeschaut hat, also mein Knie, nachdem sich dann der Kniespezialist dann am Montag mein Knie nochmal angeschaut hat, die MRT-Bilder nochmal angeschaut hat, ich meine, es war ja klar, das vordere Kreuzband ist durch, hat er noch Meniskusschaden erkannt, hat gesagt, je nachdem wie groß der ist, wird natürlich gleich mitgemacht, mitoperiert. Auch einen kleinen Knorpelschaden war noch zu erkennen, hat mich dann aufgeklärt, was er macht, wie er es macht. Er würde einen Teil der Semitendinosus, also auch der Gracilis-Sehne am gleichen Bein, also am linken Bein, entnehmen und diese dann als vordere Kreuzbandplastik dann einsetzen. Und wie gesagt, je nachdem, was im Meniskus noch gemacht werden müsste, das macht er dann mit, beziehungsweise der Knorpelschaden, der operiert werden muss. Und dann hatte ich auch am Dienstag gleich meinen OP-Termin. Ich war um 7:45 war ich dort. Ich hatte noch ein Vorgespräch mit dem Anästhesisten bezüglich Narkose. Üblichen Fragen, ob es da davor Komplikationen gegeben hat, ob ich allergisch bin gegen irgendwas und. So die typischen Fragen, die dann gestellt werden. Aber bei mir gab es bis dato, meine letzten Operationen, glücklicherweise auch keine Komplikationen. Also es lief alles richtig rund mit der Narkose. Von daher war das auch gar kein Problem, beziehungsweise hat es natürlich gar kein Problem dargestellt. Ja, und dann ging es schon los in den Vorbereitungssaal. Ich wurde angeschlossen ans EKG. Mir wurde die Kanüle gelegt für die Narkose. Dann habe ich noch eine gute halbe Stunde gewartet, bis dann auch kurz der Arzt reinkam. Der hat mir noch, ein kleines Autogramm auf den Oberschenkel gezeichnet, damit auch die Leute im OP wissen, welches Bein gemacht wird, beziehungsweise dass da auch die Sehne entnommen wird für die vordere Kreuzbandplastik. Hat sich dann nochmal erkundigt, wie es mir geht und dass alles gut wird. Ich meine, bis kurz vor der OP war ich kaum aufgeregt, um ehrlich zu sein, weil ich ja doch schon einige OPs hinter mir hatte und ich auch das ganze Prozedere schon oftmals dementsprechend durchgemacht habe und auch weiß, was auf mich zukommt. Auch mit der Narkose, dass es kurz vorher dann losgeht und da merkt man dann schon, dass der Puls dann doch langsam steigt. Wirkt dann doch ein bisschen aufgeregt, aber ich meine, das ist ja alles völlig normal. Ich glaube, das wäre auch schlimm irgendwo, wenn der Körper da nicht irgendwie den Puls hochfahren würde und sagt, jetzt habe ich dann doch ein bisschen Schiss. Ne? Aber ich habe im wahrsten Sinne des Wortes mein Knie dann in seine Hände gelegt und habe auch ihm vertraut und gehofft, dass alles gut wird. Insgesamt muss ich sagen, die OP lief sehr gut. Sehr gut in der Hinsicht, dass ich kaum Schmerzen habe auf der einen Seite und mein Knie auch kaum angeschwollen ist auf der anderen Seite. Aber leider musste mir der Arzt direkt nach der OP dann auch sagen, als ich wieder wach war aus der Narkose und auch wieder klar denken konnte, dass der Meniskusschaden dann doch, muss man sagen, das größere Übel ist im Gegensatz zu dem vorderen Kreuzband. Es hat sowohl der Innen- als auch der Außenmeniskus was abbekommen. Relativ großer Schaden. Gestern auch nochmal bei der Nachuntersuchung, bei der ersten Kontrolluntersuchung hat er zu mir gesagt, dass der Innen- und Außenmeniskus jeweils einen größeren Riss hatte. Sowohl im hinteren als auch im, seitlichen Teil. Er hat es wieder zusammengenäht. Das war die eine Option. Die andere Option wäre gewesen, dass er 80-90% des Meniskus dann rausoperiert hätte. Aber das wäre dann auch hinsichtlich des Sport einerseits, als auch hinsichtlich meines Lebens nach der sportlichen Karriere jetzt nicht so optimal gewesen, wenn ich nur noch 10-20% Meniskus im Knie hätte, wie man sich das auch vorstellen könnte. Von daher hat er alles zusammengenäht, so gut wie es geht, hat mir das anhand der OP-Bilder dann auch nochmal gezeigt, die während des Eingriffs dann auch gemacht wurden. Und jetzt liege ich erstmal die ersten 10 Tage, salopp gesagt, hier entweder auf der Couch oder hier draußen. Hier ist zumindest ein bisschen schöner im Garten. Auf der Gartenliege. Ich tue schon das, was ich machen darf und machen soll. Ich versuche meine Muskulatur zu aktivieren. Meine Oberschenkelmuskulatur, Quadrizeps, damit der Muskelschwund nicht zu groß ist.
Ich setze mich unter Strom, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe hier ein EMS-Gerät, welches ich dann an den Oberschenkel anschließe und dann einfach Strom durchlaufen lasse, dass einfach auch die Muskelzellen durch den Strom aktiviert werden. Ansonsten kühle ich noch regelmäßig. Ich bin auch noch ziemlich K.O., um ehrlich zu sein, von der Operation. Ich meine, klar, ist ein Eingriff in den Körper, in den Körperorganismus. Da braucht dementsprechend auch der Körper ein bisschen mehr Ruhe. Die gönne ich mir auch die nächsten Tage. Die Physiotherapie wird dann kommende Woche am Montag anfangen. Wahrscheinlich die ersten Therapiestunden werden Lymphdrainage sein. Erstmal das Knie soll ich auch die ersten 10 Tage auch nicht beugen, wegen dem Meniskusschaden. Wenn es jetzt nur das vordere Kreuzband gewesen wäre, dann hätte ich auch das Knie gleich anders belasten können und dürfen, damit man da einfach so wenig Beeinträchtigungen wie möglich dann auch hat. Aber wie gesagt, durch den Meniskusschaden sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Jetzt habe ich auch hier eine Schiene bekommen, die mein Knie jetzt ruhig hält im Großen und Ganzen. Aber was ich tun soll und auch tun muss, ist mein Knie so gut wie es geht auch strecken. Nicht nur wegen der Muskulatur, dass die aktiv bleibt, sondern auch, damit ich in die endgradige Streckung wieder relativ zügig reinkomme, weil das anscheinend auch eines der Hauptprobleme ist von Patienten, dass sie da zu spät was machen. Aber wie gesagt, alles peu à peu, jetzt nichts überstürzen, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Bitte nicht falsch verstehen. War alles das, was mir vom Arzt und von den Physio- als auch Sporttherapeuten gesagt wird. Von daher bin ich da sehr guter Dinge, dass ich das alles auch wieder alles gut vonstatten geht. Der Heilungsprozess auch zügig vonstatten geht. Bin ich sehr optimistisch eingestellt, sehr positiv eingestellt. Dann hoffe ich einfach mal das Beste, dass es auch alles so wird. Aber Regeneration is key. Aber ich bin ja ein sehr positiver Mensch, bin immer positiv eingestellt und ich sehe immer nach vorne. Und der rote Faden ist gespannt. Montag geht's los mit Physiotherapie. Yes. Und der Blick ist immer nach vorne gerichtet. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn ihr wollt, dass ihr auch die kommenden Videos von der Reha nicht verpassen möchtet. Dann liked doch das Video, kommentiert gerne, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und seid da immer up to date, wie es ausschaut, wie der Heilungsprozess vonstatten geht. Ich nehme euch gerne mit zum Physio, ich nehme euch gerne mit zum Sporttherapeuten, wenn es soweit ist. Ich werde immer mal ein paar Videos hochladen, wie Stand der Dinge ist. Ich gönne mir jetzt ein bisschen Ruhe, setze mich jetzt noch ein bisschen unter Strom, danach kühle ich noch ein bisschen mein Knie, genieße einfach auch hier ein bisschen die Ruhe und mache auch zwischenzeitlich mal die Augen zu. Also dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.